Hallo liebe Scooter-Freunde, willkommen. Ich bin jetzt bei Royal Alloy, das ist der Ahmed. Hallo. Und wir werden euch heute mal die neuen Royal Alloy Modelle vorstellen, die es schon ein Weilchen gibt, aber Neuigkeit jetzt auch in Deutschland. Richtig, richtig. Also es ist jetzt offiziell mittlerweile seit ein paar Monaten. Wir kennen die Marke auch schon mittlerweile seit ein paar Jahren. Zum ersten Mal habe ich sie live gesehen 2019 auf der EICMA in Mailand, weil wir mit anderen Marken ausgestellt haben. Wir sind auch Importeur für andere Marken in Deutschland. Und im Grunde war es halt lieber auf den ersten Blick, um ehrlich zu sein. Ne? Und dann hat sich das Ganze leider um ein paar Jahre verzögert durch verschiedene Gründe, wie wir alle wissen, Corona und sonst was halt. Und jetzt ist es Gott sei Dank Realität geworden. Wir sind der offizielle Importeur für Deutschland, für den deutschen Markt, für diese außergewöhnliche neue Marke. Ja. Das heißt also auch technisch ist alles vorbereitet, sprich alles vorbereitet. Euro 5, Sie können jetzt so zum Händler und verkauft werden. Wie viele sicherlich schon wissen, gibt es die Marke in diversen anderen europäischen Ländern, da rollen sie natürlich schon. Ja. In Deutschland bis jetzt noch nicht. Es ist alles homologisiert, also praktisch fertig für die Straße. Nur noch ein Kennzeichen ran, zulassen und los geht's. Perfekt. Ja, jetzt sind bestimmt alle ganz gespannt. Also optisch, ihr seht schon, die sehen fantastisch aus. Ist so ein bisschen klassisch angehaucht, natürlich angelehnt an die Lambretta. Das wissen wir, was ja nicht Schlechtes ist. Ne? Weil Lambretta war eine tolle Marke. Gibt es ja jetzt auch wieder in neuerer Version. Ein bisschen abgewandelt und mit viel Kunststoff. Und das ist, glaube ich, sehr viel Metall. Und vielleicht wollen wir mal so ein paar Sachen erfahren, die das so ein bisschen abhebt von den anderen. Ja. Gerne doch. Also ich fasse das mal ein bisschen zusammen. Im Grunde gibt es zwei verschiedene Versionen, die wir importieren. Das eine ist die GP-Reihe als 125er und 300er wird es jetzt in Deutschland geben und die TG-Reihe auch als 125er und 300er. Es gibt halt ein paar kleine Unterschiede. Technisch sind sie relativ gleich. Die 300er hat einen 300 Kubik Motor mit knapp 25,5 PS und die kleinere Maschine hat knapp 15 PS. Also schon am Limit, was erlaubt ist. Am Limit, was erlaubt ist. Ne? Ein sehr, sehr starker Motor mit drin. Technische Finessen gibt es natürlich auch, wie in Bosch ABS ist damit verbaut. Der komplette Rahmen ist aus Stahl in dem Fall. Ne? Also die Verkleidung, Vespa, tragender Stahlrahmen. Genau, tragender Stahlrahmen. Die Verkleidungsteile sind aus Blech, gestanztem Blech, also entsprechend halt auch sehr hochwertig verarbeitet das Ganze. Im Grunde gibt es nur ein, zwei kleine Teile, die aus Kunststoff sind. Alles andere ist wirklich aus feinstem Blech. Frage zum Motor. Jetzt wird natürlich jeder fragen, wenn so eine neue Marke auf den Markt kommt, wie ist es mit dem Service? Also wer kann mir denn so ein Ding reparieren? Also ist da jetzt ein asiatischer Motor drin? Ist das ein Eigenbau? Oder? Es ist natürlich ein Motor, der in Asien produziert wird, aber dieses Werk in Asien hat auch schon Motoren für sehr, sehr viele bekannte andere Hersteller produziert. Wollen wir das mal so ausdrücken? Okay. Insofern dürfte das eigentlich kein Problem sein. Rein theoretisch könnte man diese Motoren bei jeder freien Werkstatt reparieren lassen bzw. warten lassen, aber wir haben natürlich ein eigenes Händlernetzwerk. Man geht zu seinem Vertragshändler. Genau. Und die haben halt auch alle Ersatzteile da. Die haben das Know-how, Ersatzteile, alles drin. Aber ich habe schon gesehen, ich glaube, so 2, 3 Sachen könnte ich auch machen, wenn ich mir den Motor angucke. Ja, ich denke schon. Kommen mir da so ein paar Sachen bekannt vor. Das wollte ich gerade sagen. Die werden viele Sachen bekannt vorkommen. Was ja gut ist. Bewertet muss man ja nicht ändern und von daher ist es ja eine tolle Sache. Also Blechkleid, blechtragende Karosserie, finde ich super. Richtig. Optik angelehnt jetzt an den Lambretta. An die klassische Lambretta, das ist völlig richtig. Aber warum auch was Gutes verändern? Es gibt natürlich sehr, sehr viele Hersteller, die versuchen, etwas Gutes zu kopieren, die klassische Optik. Aber ich glaube, keinem ist es so gut gelungen, wenn man überhaupt von der Kopie sprechen kann, wie Royal Alloy. Also ohne Wenn und Aber. Wenn man die Dinger mal sich live anguckt, sich mal raufsetzt, das entfacht sofort Emotionen. Und das macht den Roller so besonders. Allein die Optik. Ne? Also Technik ist modern, moderner Motor, ABS, Euro 5. ABS ist auch serienmäßig bei 125ern, 300er sowieso. Dennoch der Style dazu, also viel Metall, völlig das richtig. ist natürlich auch aber super. auch moderne Technik verbaut. Zum Beispiel die Displays, wenn wir darüber ganz kurz mal sprechen möchten. Also bei der GP-Reihe haben wir LCD-Displays verbaut und bei der TG-Reihe haben wir moderne TFT-Displays verbaut. Ne? Farbe. Genau, Farbe. Perfekt. Ne? Eine schöne Sache, die ich noch anmerken kann, was ich bei dieser Art von Rollern toll finde, man kann die Seitenteile abnehmen. Richtig. Kommt also für die Wartung, Montage wunderbar an den Motor ran, weil man einfach die Backen abnimmt und man ist dran. Absolut. Ja, bei anderen Fabrikaten ist es anders. Wenn und Aber. Ich muss mich jetzt mal raufsetzen, ganz kurz, ne? und mal einen Test machen, wie ich darauf sitze. Weil bei mir ist immer schwierig, weil ich habe so lange Geräten. Ja. Ich würde mal sagen, es fühlt sich ein bisschen sportlicher an hier, so von der Lenkerposition. Ist auch gewollt. Ist gewollt. Es soll schon so ein bisschen... Es soll halt Emotionen entfachen. Das ist das, was ich sagte. Nicht nur bei der Optik, wenn man sich das Ding anguckt, sondern auch, wenn man sie fährt.
Aber ich hau zumindest nicht an die Knie, also funktioniert alles. Wie ist denn das so mit modernen Sachen wie USB-Anschluss? Gibt es sowas hier? Gibt es. In dem Handschuhfach dann letztendlich würde es auch einen USB-Anschluss geben, ja. Also auch eine Ladestation fürs Handy ist da. Genau. Also eine Sache, die ich bei dieser Art von Scootern ja ganz toll finde, ist der freie Durchstieg. Das haben wir bei vielen moderneren Scootern nicht, weil hier innen der Rahmen ist, zum Teil noch der Motor. Hier haben wir einen komplett freien Durchstieg. Ich würde sagen, der ist sogar noch flacher als bei der Vespa, wo noch hier der Batterietunnel ist. Richtig. Und jetzt ist die tolle Sache, dass wenn es jetzt um Gepäckverstauen geht, hier wir einen ganz großen, sehr stabilen Gepäckhaken haben, der auch toll aussieht. Und jetzt kann ich meinen Rucksack, meine Einkaufstasche, kann ich genau hier unten positionieren im Schwerpunkt des Fahrzeugs. Muss also gar keine Gepäckträger oder irgendwas haben, sondern nimm meinen Einkaufsbeutel, pack den hier hin, hak den oben ein, wieder raus, weg und tschüss. In puncto Gepäckträger ist das auch serienmäßig bei uns. Ist auch noch hinten einer drauf. Wir sehen, hier hinten ist noch ein schicker drauf, auch dieser flache im Lambretta-Stil. Kann man da also auch noch was drauf. Aber wie gesagt, diese beiden Möglichkeiten, da habe ich schon viel mehr Möglichkeiten als bei vielen anderen. Was befindet sich jetzt hier drunter unter der Sitzbank? Nur der Tank. Das ist jetzt die andere Variante. Das ist jetzt die andere Variante. Die Abkürzung TG und GT? Tiaga Grande wäre praktisch die TG dann halt. Ne? Und hier ist halt die Besonderheit, dass du einen anderen Scheinwerfer hast. Vorne die Nase ist komplett anders, wie man sieht. Scheinwerfer bei beiden? Bei beiden, selbstverständlich. Das ist serienmäßig. Aber hier ist halt die Besonderheit, dass du vorne eine andere Maske hast, angelehnt an alte Lambretta-Modelle, an andere Lambretta-Modelle. Die Krawatte, der Fender sind natürlich eine ganz andere Form. Genau so ist vorne das. Der Breite. Zweifarbenlackierung gibt es hier dann letztendlich. Also welche ist jetzt die teurere Top-Variante? Die teurere ist tatsächlich diese hier, wobei der Preisunterschied auch jetzt nicht jetzt gravierend ist. Da sind wir bei knapp 250 € Preisunterschied. Da kommen wir nachher nochmal auf die technischen Daten, vielleicht auf die Preise. Aber die Sitzbank wollte ich noch ganz kurz zeigen. Hier Stauraum gibt es natürlich nicht, außer das Handschuhfach. Aber da haben wir natürlich schon den Tank drunter. Gibt es denn da auch so ein bisschen Zubehör? Weil gibt es tatsächlich, also so Scheiben oder sowas oder Gepäckträger gibt es tatsächlich, werden wir jetzt mittelfristig auch angehen. Also wir kreieren gerade den Online-Shop für Ersatzteile, da sind wir gerade im Aufbau. Der wird bis Ende des Jahres fertig sein und im Frühjahr werden wir auch Zubehör präsentieren. Ja, sieht auch toll aus. Also ist natürlich jetzt immer Frage, welcher einem besser liegt. Vielleicht gehen wir mal, ihr habt zwei Varianten, also 125er, klar für den B196er Führerschein, was ja viele momentan machen, und einen 300er für die, die sagen, okay, ich habe einen Motorradführerschein. Da darf es auch ein bisschen kräftiger sein vom Motor. PS hast du gesagt, 15 beim 125er, 25 bei dem großen. Etwas mehr als 25, genau. Ausreichend Gewicht? Leergewicht 148 Kilo. Oh, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Auch der 300er oder ist der ein bisschen Das ist schwerer? Der 300er. Das ist der 300er, 125er ist so minimal anders vom Gewicht her. Okay, das heißt, der ist ja 12 Kilo leichter als der Mitbewerber noch. Richtig. Was ja für die Leistungsentfaltung, wenn jetzt ein PS genau, mehr... das ist ja der Punkt. Du hast mehr Leistung, weniger Gewicht. Ne? Entsprechend wirkt sich das natürlich auf die Leistungsentfaltung aus. Ja, also absoluter Hammer. Ne? Also, ich bin Fan von der Marke, ich verfolge die schon lange, aber wie gesagt, ich konnte bisher noch nie eine live sehen, weil sie noch nicht auf dem deutschen Markt waren. Aber so jetzt in live betrachtet, auch wenn man von der Haptik, wenn man mal so anfasst, alles Blech, das macht natürlich viel aus. Was natürlich alle fragen immer, was kosten die? Die 125er beginnt bei 5.250 € plus Liefernebenkosten. Wenn man Zweifarbenlackierung haben möchte, gibt es auch einen kleinen Aufpreis dafür von, ich meine 50 € müssten das sein. Die 300 Kubik Variante haben wir hier vorne, können wir gerne mal gucken. Da sind wir bei 5.700 plus Liefernebenkosten für die TG-Variante. Und die andere ist ein bisschen günstig, ist Geschmackssache ohne Wenn und Aber. Aber bei der 300er GP sind wir, ich gucke gerade mal, also 125er 4.850 plus Liefernebenkosten. Bei knapp 5.100 € wären wir dann im Endpreis dann letztendlich. Die ist jetzt auch eher angelehnt an die moderneren Lambretta hier von der Krawatte vorne. Absolut. Ne? Aber die wird sehr gut angenommen, muss ich dazu sagen. Und die 300er Version, 5.500 tatsächlich plus Liefernebenkosten. Ja. Finde ich vom Preis okay. Also wenn man jetzt bedenkt, dass das alles wirklich gute Technik ist, ausgereifte, was den Motor etc. angeht. Wir haben alles, was ein Fahrzeug braucht, Euro 5, wir haben ABS, wir haben eine sehr gute Federung vorne, die, glaube ich, manchen anderen überlegen ist. Also ich weiß nicht, welches Anti-Dive-System. Anti-Dive-System, wir haben Doppelfederbein vorne, eine richtige Achsaufhängung, nicht diese einseitige. Sieht cool aus, sieht schon ein bisschen mächtiger aus. Wichtig zu wissen ist einfach für alle, die die Marke halt noch nicht kennen, es ist halt ein ausgereiftes Modell. Die rollt halt schon seit mehreren Jahren in anderen Ländern. Ja, genau. Also keine Kinderkrankheiten oder sonst was, raufsetzen, losfahren, fertig. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen zu Royal Alloy habt, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Ich kann das dann alles sicherlich beantworten und werde die Informationen für euch einholen.
Ich schreibe euch unten in die Beschreibung mal die Händler rein, die es schon gibt. Ja, ihr habt ja schon eine Menge. Ich mache euch mal so eine Händlerliste. Oder habt ihr eine Homepage? Eine Website haben wir selbstverständlich. Das da stehen die ja drauf. Genau, royalalloy-germany.de. Dort gibt es ein Händlerverzeichnis und da kann man den nächsten Händler entsprechend kontaktieren. Aber wie gesagt, da werden noch einige Händler mit dazu kommen. Stand jetzt sind da, glaube ich, 25 knapp drin. Wie gesagt, bis Jahresende werden wir zwischen 40 bis 50 liegen. Mit Sicherheit. Sollte man also überall in Deutschland dann auch bekommen? Mit Sicherheit, ja. Ich packe euch den Link also mal unten mit rein. Also ich finde es ein tolles Fahrzeug. Demnächst gibt es die auch bei Händlern zu sehen. Dann könnt ihr euch mal raufsetzen. Sicherlich auch mal Probe fahren, was ich wahrscheinlich demnächst dann auch mal machen werde. Das heißt, ich werde für euch eins dieser Fahrzeuge mal testen können. Also wenn irgendwo in meiner Nähe mal eins mir zur Verfügung gestellt wird, dann kann ich euch mal einen Fahrtest machen und mal berichten, wie sich so ein Royal Alloy 300 Das gehen wir mal an, würde ich sagen. Ja. Und ich habe ja so ein bisschen Vergleich, ich bin ja schon so 2, 3 gefahren und würde das natürlich gerne mal machen, weil wie gesagt, Lambretta finde ich total klasse, auch diesen klassischen Look. Also vielen Dank nochmal. Ich habe zu danken. Vielen lieben Dank. Für die Einweisung und Erklärung. Und ja, ich bin begeistert. Haltet euch auf dem Laufenden und ihr werdet bestimmt bald von dem Royal Alloy 300 mal einen Fahrbericht sehen. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.